Hallo Leute. Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Mein Name ist Sarah. Heute erzähle ich euch meine Geschichte mit meiner Schwiegermutter. Ich habe meinen Mann Peter geheiratet, als ich 25 war. 3 Jahre später kam unser Sohn zur Welt. Wir hatten als Familie ein glückliches Leben zusammen. Nach der Geburt unseres Kindes bin ich wieder arbeiten gegangen. Wir geben uns große Mühe, unser Kind großzuziehen. Eines der größten Probleme in meinem Leben ist meine Schwiegermutter. Nun, ich schätze, sie ist der sogenannte Brautmobber. Mein Mann ist immer vorsichtig mit ihr. Aber als wir gerade verheiratet waren, war es sehr schwierig, damit umzugehen. Mein Mann ist der mittlere von 3 Zischlauten. Er ist der Einzige, der verheiratet ist. Die anderen beiden genießen immer noch ihr Single-Leben. Meine Schwiegermutter war schon immer der Mittelpunkt der Familie. Sie nannte sich Madonna der Familie. Es ist alles männlich und jeder weiß, wie schwierig es ist, mit ihnen umzugehen. Also bin ich die Madonna dieser Familie. Nun, ich schätze, sie denkt wirklich, dass sie es ist. Und dann tauchte ich als einzige Schwiegertochter auf. Mein Schwiegervater und andere Geschwister kümmern sich sehr um mich. Also wurde ich als imaginärer Feind erkannt. Peter, ich kann nicht glauben, dass du heiratest. Wovon redest du? Alle Mütter warten auf den Tag, an dem ihr Sohn heiratet. Peter, du solltest den Geschmack unserer Familienessen nicht vergessen, auch wenn du heiratest. Du solltest bei uns zu Hause essen. Keine Notwendigkeit. Sarah ist eine gute Köchin. Und wir haben beide Jobs. Wir kümmern uns gemeinsam um unser Haus. Auf keinen Fall, sie lässt dich die Hausarbeit machen? Rede nicht so. Wir entscheiden, was das Beste für uns ist. Ich will kein Wort von dir, Mama. Ich bin kein kleines Kind mehr und kann mein Leben gut meistern. Mein Mann ist eine Art Person, die sich meldet, wenn er etwas sieht. Er war sicher zu 100% auf meiner Seite. Was ich sehr schätze, aber mein Mann liest nicht viel in die Dinge hinein. Und er ist nicht sehr gut darin, die Situation zu bemerken. Also versuchte meine Schwiegermutter etwas zu tun, was schwer zu bemerken ist. Zum Beispiel die Mahlzeiten. Wenn wir zum Elternhaus meines Mannes gehen, serviert meine Schwiegermutter das Essen. An der Oberfläche scheint dies eine ziemlich normale Szene zu sein, die man irgendwo gesehen haben. Aber meine Schwiegermutter lässt mich nie in die Küche. Selbst als ich ihre Hilfe anbot, sagte sie mir, ich solle nichts tun. Und das Essen auf dem Tisch sieht alles gleich aus. Aber weil ich nicht helfen darf, weiß ich nicht, was drin ist.
Ich hatte mal eine Suppe mit vielen kleinen Fischgräten drin. Ich wusste das nicht und ich trank so viel Suppe, und es brachte mich um. Eine Woche später. Schatz, meine Eltern haben uns zum Abendessen eingeladen. Es wäre schön, wenn wir hingehen könnten. Oh nein, ich möchte wirklich nicht hingehen. Deine Mutter hasst mich und behandelt mich immer schlecht. Was? Das kann doch nicht sein. Warum denkst du das? Sie lässt mich nie in die Küche und hilft ihr beim Zubereiten des Essens. Ich fühle mich so unwillkommen und ausgeschlossen. Ich verstehe, dass du dich so fühlst. Aber vielleicht hat sie nur eine bestimmte Art, Dinge zu tun, und möchte, dass alles perfekt ist. Es bedeutet nicht unbedingt, dass sie dich hasst. Aber es ist nicht nur das. Sie kritisiert ständig meine Kleidung, mein Aussehen, und sogar wie ich mit unserem Sohn umgehe. Ich habe genug davon. Das tut mir leid, Schatz. Lass uns heute Abend hingehen, und ich werde ein Auge auf Ihre Kommentare haben. Es ist wichtig für mich, dass wir Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich weiß, dass es dir wichtig ist, und ich möchte dich unterstützen, aber es ist so schwer für mich. Ich verstehe das, und ich schätze es wirklich, dass du es versuchst. Lass uns zusammenhalten und gemeinsam die Zeit dort verbringen. Ich werde an deiner Seite sein und dich unterstützen. In Ordnung. Ich werde es versuchen. Aber nur weil du es bist, und weil ich dich liebe. Danke, mein Schatz. Ich liebe dich auch und verspreche, dass ich für dich da sein werde. Oh, dieses Essen ist wirklich schrecklich. Sarah, geht es dir gut? Ich glaube, ich habe Bauchschmerzen. Geht es dir gut? Oh, du magst mein Essen nicht, oder? Hör auf Mama. Sie sagte, sie fühle sich nicht gut. Vielleicht tut sie nur so, als wäre sie krank. Ich glaube nicht. Hey Madonna, hör auf. Tu das nicht einem kranken Menschen an. Gut, ihr seid alle auf ihrer Seite. Das meinen wir nicht. Ich habe das Abendessen für euch alle gemacht, und was ist los? Keine Sorge. Ich esse von Sarahs Teller. Nein, tu das nicht. Du hast mich erschreckt. Was ist los mit dir? Warum schreist du? Es ist nur, ich kann dich nicht etwas Kaltes essen lassen. Mach dir darüber keine Sorgen. Ich sagte halt. Ohne zu hören, wie seine Mutter ihn aufhielt, nahm Peter den vor mir stehenden Teller mit Fleisch und Kartoffeln. Oh, was zum Teufel? Was ist das? Essig? Es schmeckt so anders als bei mir. Es ist schon einmal passiert. Was sagst du, Sarah? Einmal zuvor wurde mir eine Suppe mit vielen kleinen Fischgräten serviert. Mama, was ist los? Ich habe nichts getan. Das hast du wohl falsch verstanden.
Natürlich nicht. Dieses Fleisch und Kartoffeln ist schrecklich. Papa, probier mal. Als mein Mann versuchte, meinem Schwiegervater das Fleisch und die Kartoffeln zu geben, nahm meine Schwiegermutter es ihm ab. Wenn es so schlimm ist, musst du es nicht mehr essen. Nein, das meinte ich nicht. Ich frage, warum Sarahs Essen so schlecht ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sie hat es selbst getan, als sie das Essen zubereitete. Genug, es ist unglaublich. Du hast Sarah nie in die Küche gelassen. Ich glaube, du hast ihr dieses schreckliche Essen mit Absicht gebracht. Ja, das denke ich auch. Okay, ich bin fertig. Ich koche nie wieder eine Mahlzeit. Am Ende hat meine Schwiegermutter diese Situation weder zugegeben, noch sich dafür entschuldigt. Und mein Mann nahm dies zum Anlass, seine Familie nicht mehr zu besuchen, es sei denn, wir mussten. Eines Tages war ich auf Geschäftsreise außerhalb der Stadt. Auf dem Weg zurück ins Hotel nach einem Meeting, sah ich meine Schwiegermutter. Neben ihr war ein Mann in den 20ern. Sie gingen und hielten sich an den Händen. Was ist das? Meine Schwiegermutter mit einem fremden Mann? Ich war eingefroren. Ich bin mir sicher, dass ich den Typen nicht kenne, also bin ich ihnen gefolgt. Dann betraten sie ein Café und setzten sich auf einen Platz am Fenster. Sie saßen nicht voreinander, sondern nebeneinander. Ich zögerte nicht, mit dem Filmen zu beginnen. Und dann küsste der Mann meine Schwiegermutter. Wow, ich werde mir das nicht ansehen. Sie verließen das Café nach etwa einer halben Stunde und verschwanden in einem Hotel. Am nächsten Tag ging ich nach Hause und wartete darauf, dass die Kinder ins Bett gingen. Ich dachte daran, es abhängig von der Antwort meines Mannes zu sagen. Ich wandte mich an meinen Mann. Weißt du was? Du willst nicht sehen, wie deine Eltern etwas Schändliches tun, oder? Ist mir egal. Bist du in Ordnung, etwas Schändliches von deinen eigenen Eltern zu sehen? Was ist los? Stimmt was mit deinen Eltern nicht? Ja, aber es waren deine Eltern. Oh mein Gott, war es meine Mutter? Was hat sie dir angetan? Wollt ihr wissen, was passiert ist? Schaut unser nächstes Video nächste Woche. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.